Modern Talking. Einfach anders. Der Podcast mit Thomas Anders. Modern Talking. Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder mit dabei seid beim offiziellen Thomas Anders Podcast Modern Talking, einfach anders. Heute sind wir etwas verspätet, aber es hat auch was Gutes, denn wir können heute sagen, Happy Valentine. Es ist Happy Valentine. Genau das. Alles Liebe zum Valentinstag. Das sagst du jetzt aber nicht Thomas. mir, ne? So weit ist es noch nicht, Thomas. Nein, das sage ich jetzt nicht zu dir. Aber Valentinstag ist natürlich auch immer dieser Tag, der uns Männer in die Pflicht nimmt. Ich krieg zwar oft von meiner Frau gesagt, ja, da sind die Rosen so teuer, das musst du nicht machen. Es reicht mir, wenn du mir unterm Jahr die Blumen schenkst. Ja, genau. Ja, klar. Und wenn sie Aber nicht da sind, ist das Gesicht lang. Genau. Deshalb, das Risiko gehe ich nicht ein. Ich habe natürlich Rosen bestellt, auch wenn die Schweine teuer sind heute. Was hast du gemacht? Natürlich habe ich jedes Jahr 50 Rosen bestellt. Ist doch logisch. Und jedes Mal sagt mir halt eben mein Florist, Sie wissen, dass die teuer sind. Ich sage, dann sagen Sie mir seit mittlerweile 25 Jahren, ich weiß es. Ja, es ist einfach so. Die Industrie macht halt eben da halt eben ihren Reibach und es ist denen scheißegal. Halt eben das auf die Leute, die kaufen es ja dann irgendwie doch, wenn sie es unbedingt wollen und sowas. Und du und ich, merke ich ja, wir wollen's, wir tun es. Happy Life, Happy Wife. Oder umgekehrt. Happy Wife, Happy Life. Ja. Wir sind da willkommene Opfer, das stimmt. Wobei, ich habe dieses Jahr jetzt nur 10 Rosen. Ne? Man muss das ja auch im Verhältnis sehen. Ich meine, du bist der Superstar, du kannst das machen, bei 50 Rosen. Bei mir sind nur 10 drin. Aber sie kommen von Herzen. Ja, glaube ich dir. Du hast doch 40 Kilo mehr. Das glaube ich dir. Ach, ist es schön, alles klar. Ja, Ja. Okay. Also mit den Rosen, das hätten wir dann geklärt heute am Valentinstag. Es gibt ja auch mittlerweile, das ist übrigens auch ein Riesenproblem bei den Floristen, dass diese ganzen Läden zumachen. Wenn man überlegt, früher hatte man im Ort mal locker 2, 3 Blumenläden. Jetzt kannst du froh sein, wenn du noch einen hast, weil denen fehlt Nachwuchs und die Konkurrenz ist natürlich auch größer geworden, weil es mittlerweile in den ganzen Supermärkten kannst du ja Blumen kaufen. Du kannst mittlerweile an der Tankstelle 24 Stunden kaufen. Das ist ein Riesenproblem. Aber ich glaube, es hängt einfach mit den Großhändlern zusammen. Es ist nicht nur das Problem, dass es eben die Floristen natürlich der Mangel an Arbeitskräften, das ist unweigerlich da, aber ich kann mich auch erinnern, es gab auch schon vor 20 Jahren, gab es auch schon irgendwie, halt eben sonntags, wenn kein Florist mehr auf hatte, gab es immer noch irgendwie an der Tanke irgendwie was zu kaufen. Aber ich glaube, die Großhändler, wenn man mittlerweile halt eben sieht, wie halt eben diese Industrie, die Blumenindustrie, angebaut wird, Gott sei Dank können die Pflanzen nicht schreien, aber wenn man da halt eben Tulpenfelder hat, zum Beispiel in Holland, die kilometerlang eine Farbe und man braucht dann auch gar keine großen Angestellten mehr und die werden dann halt eben verschifft, die werden verpackt, alles automatisch wird's gemacht und dann ist an der Börse, das ist ja so auch beim Blumenhandel, dann sagt man, wie viel ich dafür nun bezahlen möchte. Das muss ich wiederum umsetzen und natürlich sind die Ladenmieten höher geworden, die Energiekosten sind höher geworden. Man darf nicht vergessen, dass ein Blumenladen auch im Sommer über, im Winter, hätte sich vielleicht noch in Grenzen, aber im Sommer über, müssten die natürlich kühlen. Sonst sind ihre Pflanzen natürlich innerhalb von ein paar Tagen geöffnet und man kann sie halt eben nicht mehr als ganz frische Ware verkaufen. Also es kommen da ganz viele Faktoren zusammen. Tja. Aber heute ist ja der Tag der Liebe und den wollen wir natürlich entsprechend genießen. Und wichtig ist ja, dass es von Herzen kommt, dass man sich für den Partner Zeit nimmt und mit ihm was unternimmt. Stelle ich mir übrigens auch wieder schwierig. Ja, stelle ich mir aber wieder schwer bei dir vor. Genau, das ist nämlich der Punkt. Valentinstag, du kannst doch wahrscheinlich gar nicht immer daheim sein bei deinem vollen Terminkalender. Nee, das stimmt, aber in der Tat ist es so, dass wir Freitag ist ja heute, dass wir vor 2 Tagen zurückgekommen sind und haben wirklich Valentinstag etwas vorgezogen und haben so ein paar Tage auf den Malediven verbracht oder eine Woche auf den Malediven verbracht. Und das muss man sich dann so einbauen, halt eben in die Zeiten zwischendurch. Da kann man jetzt nicht auf den Tag
gucken. Also ich hatte auch schon Hochzeitstage, wo ich nicht zu Hause war. Aber ich glaube, da muss man als Partnerin oder als Partner, muss man schon, ich glaube, da muss man Verständnis für haben. Ich glaube, Claudia hätte kein Verständnis, wenn ich sagen würde, wir lassen es heute mal ausfallen oder sowas in diesem Jahr. Da machen wir mal nichts. Ich bin ja nicht da. Habe ich Geld gespart? Da hat Nein. keine Verständnis. Das logischerweise nicht. Aber wir hatten schon unsere Valentinstage so im Vorfeld und deshalb können wir jetzt auch wunderbar den Valentinstag trotzdem hier noch in Deutschland feiern. Ja, ihr wart auf den Malediven einfach mal so ein paar Tage. Wie krass ist das denn? Naja, einfach mal so. Wir haben das natürlich auch gebucht und das habe ich ja schon geplant seit November. Also mir ist es nicht vorletzte Woche eingefallen, weil da kriegt man nämlich nichts mehr. Dann sind nämlich die Flüge alle ausgebucht und das geht nicht. Und wir sind hier in einem wunderbaren Resort. Das ist Interconti, das ist wirklich der absolute Traum. Und das ist im Ra-Atoll, wer sich ein bisschen auskennt, das ist etwas nördlich. Und wir bekommen wirklich hier alles, oder nicht nur wir, sondern alle Gäste bekommen hier wirklich das Paradies zu Füßen gelegt. Und es hat uns sehr, sehr gut getan und wir sind sehr erholt. Ja, und wie lange, also ich meine, ich bin ja, weiß ja, weltfremd in der Hinsicht, ja, bin ja nicht so weit bereist wie du, ja, immer noch auf der Suche, ob ich irgendwann auch mal noch ein bisschen was von der Welt sehen werde. Das liegt an dir. Malediven habe ich noch nicht geschafft, ist ja, glaube ich, auch nicht so ganz günstig. Wie lang fliegt man da? Naja, wir sind über Wien geflogen, weil es keine Direktflüge in Deutschland mehr gab, aber man fliegt nach Wien, das sind ja irgendwie 1:20 irgendwie von Frankfurt und dann ein bisschen Aufenthalt und dann war es relativ schnell, weil wir hatten laut Pilot Rückenwind und es waren nur 8:50, dann ist man auf der Hauptinsel, also in Malé. 9 Stunden knapp. Ja, und von dort ging es nochmal 45 Minuten mit dem Kleinflugzeug auf die Insel. Kleinflug, sind das so Wasserflugzeuge oder Genau. was? Anders, du hast ja hier nur Wasser. Also ich meine, die Malediven bestehen eigentlich nur aus Wasser. Ich meine, die haben keine Autobahn oder nicht irgendwie so eine große Brücke, wo man von Insel zu Insel fährt. Das geht nicht. Die Inselgruppe oder die Atollgruppe ist ja wahnsinnig lang. Ich will jetzt nicht Halbwissen machen. Ich meine, das wären so um die 1800 oder 2000 Kilometer von Norden nach Süden. Und man bewegt sich eigentlich nur mit dem Wasserflugzeug. Und wenn man am Flughafen ist und man kommt dann eben in diesen Bereich mit Wasserflugzeugen, da stehen da 40, 50 Wasserflugzeuge, die alle darauf warten, dass halt eben Leute einsteigen und das weggeflogen wird. Und genauso schnell wie die wegfliegen, fliegen die auch wieder rein. Das ist eigentlich wie so ein Bienenschwarm, so bzz, raus und bzz, wieder rein. Und, ja, ich bin da nicht so ein Freund von, aber du kriegst halt eben die Inseln, ansonsten verschiedene Inseln. Ohne Wasserflugzeug kriegst du gar nicht besucht. Ja, und was ist, wenn man mit dem Boot fährt? Dauert so lange, oder was? Naja, also unsere Insel, wo wir sind, die würde ungefähr 3,5 Stunden mit dem Boot dauern. Wir hatten auch schon Inseln, wir waren schon öfter auf den Malediven, da fährt man irgendwie 20, 25 Minuten. Das ist dann wirklich easy und ja, das kriegt man dann noch hin. Aber ich kenne auch Freunde, die sind erst mal 1 Stunde mit dem Wasserflugzeug geflogen und dann noch mal 40 Minuten mit dem Boot. Da müsste ich sagen, boah, das ist echt eine lange Strecke. Man ist dann froh, wenn man da ist, aber ich denke auch immer, was ist, wenn ich jetzt zurück muss? Dann fange ich mal mit Boot an, dann muss ich wieder fliegen, dann muss ich wieder warten, dann fliege ich noch mal irgendwie meine 10 Stunden, 11 Stunden nach Deutschland. Aber egal, es ist ein Paradies. Es ist wunderschön. Ja, das alles, um im Paradies zu sein. Aber ist wahrscheinlich in so einem Wasserflugzeug ist wahrscheinlich auch recht eng, oder? Das ist ziemlich eng, ja. Das ist ziemlich eng und also immer zum Cockpit ist auch die Tür offen und man sieht halt eben die Piloten in ihren Flipflops und die dann halt eben an ein paar Knöpfen rumdrücken und dann wackelt es mal und dann denkt man, oh, unter dir ist ja nur Wasser, was passiert denn, wenn wir hier runtergehen? Ja gut, man hat immer die Hoffnung, es ist ja ein Wasserflugzeug mit Kufen und wenn es nicht wie ein Stein nach unten fällt. Und in der Tat, da habe ich mich erkundigt, es ist noch nie passiert, es gab zwar schon halt eben Vorfälle, aber es ist noch nie ein Mensch ums Leben gekommen mit diesen Wasserflugzeugen.
Das ist ein Wort. Also, dann Also alle Kunzi, ab auf die ab Malediven. dafür, Ja? ab in Wasserflugzeug. Ich charter dir ein Wasserflugzeug direkt von dir zu Hause auf den Rhein. Ja, und vom genau. Rhein geht es dann ab direkt Flug auf die Malediven. Genau, dann treffen wir uns irgendwann mal auf den Malediven. Ja, jetzt, klar, jetzt hast du gerade das Paradies wieder erlebt und hinter dich gebracht und wir sprechen über das Paradies und wenn man jetzt mal sieht, was so in der Welt abgeht, das ist ja jetzt, ne, also ich meine, auch wenn ich jetzt die Stimmung vielleicht ein bisschen trüben mag, aber es ist ja doch auch Dinge, die auch dir als Star, als Weltstar durch den Kopf gehen, oder? Also es ist ja nicht so, dass du nur sagst, hey, nur happy life und nur on Tour und also du hast ja jetzt keine Scheuklappen auf. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Und wenn wir jetzt einfach mal sehen, was alles passiert ist, wir haben uns natürlich zu Tode erschrocken, dass halt eben Trump wieder Präsident wurde und er macht ja momentan ziemlich viel Wallung, wobei ich sagen muss, so von der Ferne betrachtet, denke ich mir, was macht er eigentlich? Weil ich habe mich wirklich in den letzten Monaten versucht, so ein bisschen mit ihm zu beschäftigen und dass ich vielleicht rein denke. Es gibt sogar einen Film über ihn aus seiner Jugend, wo er auch interviewt wurde, wo man ihn begleitet hat. Und eigentlich ist der Trump ja ein Gambler, also ein Spieler. Und der eigentlich mit Bluff sein Vermögen aufgebaut. Das hat er in Perfektion gemacht. Und so denkt er natürlich weiter. Und er denkt nie in politischen Dimensionen und diplomatisch-politischen Dimensionen, sondern er denkt immer nur in wirtschaftlichen Situationen. Und dann ist das einfach so ein ich nenne es mal despektierlich, so ein Tanzbär, der irgendwie, Entschuldigung, Herr Präsident, aber der irgendwie Dinge raushaut, wo man sich an den Kopf fasst und man fragt sich, die Idee von dir ist ja nicht schlecht, aber hast du mal dein Gegenüber gefragt? Ja? Also der Trump ist so jemand, der, ich glaube, der reagiert am besten darauf, wenn man nicht vor ihm einknickt, weil dann hat er keinen Respekt, sondern wenn man sagt, jetzt hör mal gut zu, du kannst von mir der Papst sein. Es interessiert mich nicht. Wir machen es nicht so. Wir werden eine andere Lösung finden. Und wenn die mir auch nicht passt, dann sieh doch zu. Weil es ist ja nicht so, das müssen wir uns ganz klar sagen, dass die Amerikaner überall nur ihre Stärken hätten und könnten jeden in die Knie zwingen. Und das ist so etwas, jetzt kommen wir so ein bisschen auf Deutschland und auf Europa zu, wo ich alle würde ich darum bitte, Deutschland wählen gehen. Nicht meckern, dass bei uns nichts mehr läuft. Also dann auch wählen und einfach seine Meinung kundtun. Und einfach sagen, pass auf Leute, wenn ihr was wollt, dass sich etwas ändert, dann tut das. Und wir in Europa sind wirklich zusammenhängend der größte Wirtschaftskontinent, den wir haben. Und was mich so traurig macht, wir kriegen es nicht gebacken, dass wir uns am Rahmen reißen und dass wir sagen, hey, lasst uns doch zusammen irgendwie was Großartiges machen, weil Europa ist großartig. Und da muss man jetzt auch wieder, jetzt bin ich in meinem Redeschwall, da muss man wirklich auch einigen Leuten auf die Finger kloppen, gerade in Brüssel und sagen, pass auf, versucht uns nicht gleich zu machen. Versucht doch die Vorteile aus jeder Nation rauszuholen und versucht doch die Menschen zu unterstützen, dass wir zusammen etwas bewerkstelligen können, aber versucht doch nicht aus einer krummen Banane eine gerade zu machen. Das geht mir auch auf die Tröte. So, da hat er wieder gesprochen. Ich wollte dich in deiner Political Speech jetzt nicht unterbrechen. Okay. Ich habe mich nur gefragt, du warst ja so in deinem Thema, dass du gesagt hast, am Rahmen reißen. Heißt das nicht am Riemen reißen? Lass mich doch in Ruhe. Dann heißt es am Riemen. Manchmal reiße ich auch am Rahmen. Und dann knallt's. Ja, okay, ich wollte einfach nur mal nachgefragt haben. Du wolltest wieder nur den Klugscheißer hier rausmachen. Das sehe ich doch, merke ich. Weil ich sonst nichts zu dem Thema zu sagen hatte, ist doch klar. Also mit Trump, das ist ja, okay, wir müssen doch gar nicht so weit gehen. Also wenn wir jetzt quasi in unserer nächsten Podcast-Episode, die erscheinen wird, wurde in Deutschland schon gewählt. Ja. Ja, ob wir dann eine neue Bundesregierung haben, ist noch fraglich. Werden wir. Weil, ja, aber was wird's denn? Das wird wird ja ganz schwierig. Momentan, also Stand 14. Wir haben 14. Februar. Momentan sage ich, geht es gar nicht anders, außer Schwarz-Rot.
Und das ist Ja, schon und wenn knapp. Und das geht nur, wenn die FDP rausfliegt aus dem Bundestag. Gut, Und aber, vielleicht gibt ja, aber dann deshalb bitte ich alle auch FDP zu wählen. Ich meine, das wäre ein herber Verlust für Deutschland, wenn die FDP nicht mehr dabei wäre, weil sie waren immer das Zünglein an der Waage und hatten immer sehr liberal, haben sie gedacht. Wenn die FDP komplett rausfällt, ist natürlich sehr, sehr schwer, dass die Partei überhaupt überlebt in den nächsten 4 Jahren. Müssen wir gucken, was draus wird. Mir wäre natürlich am liebsten, dass die FDP es irgendwie mit 5% noch schafft und dann halt eben vielleicht auch ein Mitspracherecht hätte. Aber alles, was man so gedacht hat, naja, die CDU, die wird jetzt ganz, ganz stark und die FDP, die schafft es locker über die 5. Und gucken wir mal. Wobei ich jetzt Kenntnisstand heute und mein Erfahrungswert, was haben wir alle, fast die ganze Welt darüber gesprochen, wie eng Kamala Harris und Donald Trump zusammenliegen. Das wird eine ganz, ganz, ganz enge Kiste. Und ich vertraue ja mittlerweile den Vorhersagen gar nicht mehr so. Weil die Leute, die gefragt werden, trauen sich mittlerweile schon gar nicht mehr, was sie irgendwie was zu sagen dürfen. Weil es immer wieder, das ist ja mittlerweile auch unsere Gesellschaft geworden, wenn man was sagt, man kriegt immer sofort Hater und eine drauf. Wir haben gar keine Diskussionskultur mehr. Wir können uns gar nicht mehr miteinander austauschen. Dass man lieber was sagt, was vielleicht populär ist, das tausche ich. Aber das Kreuz macht jeder in seiner Kabine. Da bin ich mal gespannt. Da bin ich wirklich mal gespannt. Und ich hoffe, es ist nicht für die AfD. Ja, und das ist zum Beispiel das AfD-Thema, finde ich sehr spannend, weil die meisten, wenn sie gefragt werden, es traut sich ja keiner zu sagen, ja, es gibt ja viele AfD-Wähler, die nicht sagen, dass sie AfD wählen. Klar. Das ist nämlich eine riesen Dunkelziffer, ja, und die Zahl der Frustrierten im Land ist leider extrem hoch. Und ich habe diesen Wahlomat gemacht. Ne? Man kann ja seit neuestem diesen Wahlomat wieder machen, wenn man also nicht weiß, da werden so die politischen Thesen und Themen verglichen. Und bei mir kam FDP raus tatsächlich. Siehst du? Bei mir kam die FDP raus. Und da denke ich mir, also ich finde auch, die müssen bleiben, weil die viele liberale Ansichten haben, weil die auch einiges verhindert haben. Ich finde es auch fatal mit dieser Schuldenbremse, dass man die auflockert. Nein, wir brauchen diese Schuldenbremse. Wir können nicht noch mehr und noch mehr Schulden machen. Wir haben ja kein Einnahmenproblem. Wir haben in Deutschland ja ein Ausgabenproblem. Genau, das ist das Problem. Und ich meine also, aber auf der anderen Seite viele, und was vielleicht einige nicht verstehen und vielleicht mir auch sagen, oh ja, du hast gut reden, der anders verdient ja Kohle ohne Ende und der muss sich um nichts Gedanken machen. Wir können nur Gelder verteilen, wenn die Wirtschaft stabil ist und wenn die Wirtschaft steigt. Und wenn wir keine funktionierende Wirtschaft haben, dann nützt uns auch das beste grüne Programm nichts, wenn kein Geld da ist zum Verteilen, um halt eben die Umwelt und alles andere zu retten, wobei die Grünen ja mittlerweile schlimmer sind als die Linken. Also um die Umwelt zu retten, wenn das Geld nicht da ist, um dann zu sagen, dann nehmen wir einfach Schulden auf. Nee, geht für mich nicht. Geht nicht. Dann muss jemand her, der einfach was von Wirtschaft versteht und mit allem Respekt, Herr Habeck, wir haben uns noch nicht kennengelernt, Sie haben keine Ahnung von Wirtschaft. Es tut mir leid. Sie sind wahrscheinlich in vielen Dingen sehr, sehr gut, sehr, sehr kompetent, aber einer Person, die wirklich wirtschaftlich so orientierungslos durch die Welt läuft, den kann ich nicht als Wirtschaftsminister vollnehmen. Tut mir leid. Weil Wirtschaft ist was anderes als nette Worte sagen. Ja, du bist jetzt was gespannt. Ich bin gespannt, in welchem Medium dieses Zitat demnächst von Thomas Anders erscheint. Ich mal wieder. Da hat er sich wieder in Rage geredet und jetzt kommen wir wieder ganz groß raus. Also ich bin ja hier nur Beiwerk, aber das ist auch manchmal in so Sachen ganz gut. Ich möchte nämlich nicht in die Schusslinie der Grünen geraten. Nee, jetzt mal so, wo haben die Grünen angefangen? Die Ideologie der Grünen ist doch super. Natürlich, dass wir was für ihre Umwelt tun müssen und ist alles vollkommen klar. Aber mittlerweile ideologisch, ich meine, man sieht es ja an Frau Lang. Was für eine Kurve hat Ricarda Lang hingelegt, seitdem sie weg ist oben vom Posten? Da fragt man sich doch, seid ihr alle normal? Was wollt ihr uns eigentlich verkaufen? Und plötzlich ist die Welt nicht mehr nur grün. Nein, man muss auch andere Dinge sehen. Und ich kann auch von unseren Parteien
auch nicht mehr ertragen, wenn irgendwie eine Niederlage kam. Oh, davon haben wir gelernt. Soll ich einfach mal eine watschen? Soll ich mal sagen, ich habe doch keinen Politiker gewählt, der dann lernen muss? Ich habe dich gewählt, damit du es kannst, du Depp. Das ist doch nun mal so. Anders. Ja. Anders. So. Jetzt redet er sich so in Rage. Weißt du, wir bewundern das ja immer an dir, dass du so als Weltstar, du bist doch eigentlich nicht aus der Ruhe zu bringen. Du bist doch sonst immer Es so geht entspannt. hier um mein Land. Ja, und du bist aber auch schon so viele Jahre in diesem Land, du warst doch schon in vielen anderen Ländern dieser Welt. Und ich frage mich, du hast ja auch verschiedene Epochen durchgemacht. Jetzt will ich nicht aufs Alter anspielen, du hast sehr viele Erfahrungen halt sammeln können, Merci. ja, die ich jetzt so noch nicht alles habe. Woher nimmst du denn auch diese Zuversicht? Ich meine, du warst jetzt ein bisschen erregt, das ist ja auch in Ordnung, das muss man ja auch manchmal sein, aber woher nimmst du so die Kraft oder dass du sagst, wir werden das auch wieder hinkriegen und es geht ja trotzdem weiter. Ich meine, du setzt dich auch nicht ab ins Ausland, du wohnst weiterhin in deinem Rheinland-Pfalz, in deiner Heimat, in Koblenz. Zahle meine Steuern. Und zahlst deine Steuern und bist trotzdem zuversichtlich. Woher kommt das? Weil mich das Leben gelehrt hat, es geht immer weiter. Es gibt keinen Stillstand und es ist auch natürlich unsere Fantasie ist oft so, dass wir Horrorszenarien uns vorstellen, dass wir halt eben panisch werden. Aber ich habe nun festgestellt, egal was kommt, es gibt für alles eine Lösung. Das ist übrigens auch ein Credo, was wir in unserer Familie haben und auch bei unserem Sohn, das von klein auf, egal welches Problem kommt, und das gehen wir auf die Familie, es gibt für alles eine Lösung. Ob das manchmal super ist, muss nicht sein. Eine Lösung zu finden heißt nicht, es wird alles Friede, Freude, Eierkuchen. Aber es gibt eine Lösung. Und an dieser Lösung kann man festhalten und wieder aufbauen. Und das kann man natürlich auch bei einem Parteiwechsel, beim Regierungswechsel, egal was, wenn wir jetzt spezieller wieder in dem Fall bleiben. Es wird immer weitergehen. Es wird am 24. Februar 2025 Deutschland nicht untergehen. Nein, es geht weiter. Aber ich hoffe, dass wir dann Menschen haben, die nicht wie die letzte Ampel im Grunde im Blindflug durch Nebel geeiert sind und gegenseitig sich die Schuld gegeben haben, der andere ist schuld. Das hängt damit zusammen, dass wir einen sehr schwachen Bundeskanzler hatten. So, jetzt haben wir noch mal eine drauf. Der ist ja nur noch Geschäftsführer. Das ist ja quasi der zukünftige Ex-Bundeskanzler, wenn man so will. So, also jedenfalls, wir sind gespannt, wie das dann letztendlich ausgeht und wir werden natürlich dann auch in 2 Wochen das nochmal aufgreifen. Aber wir brauchen jetzt mehr denn je, brauchen wir auch Zerstreuung, wir brauchen Ablenkung. Ja, jetzt ist ja wieder die ganze Karnevalszeit und Fastnachtzeit, Brauchtum. Das ist für viele total wichtig, einfach mal um den Alltag auch zu vergessen. Bei dir ist ja das ganze Jahr Karneval beziehungsweise Fastnacht, indem du in der Unterhaltungsbranche, indem du mit deiner Show Menschen begeisterst und einfach mal rausholst aus ihrem Alltag. Deshalb lass uns mal kurz einen Blick darauf werfen, was steht denn jetzt so an? Also jetzt nach dem Valentinstag, nachdem du brav deine Rosen gekauft hast, wie geht's weiter? Naja, dann geht's für mich auf jeden Fall weiter mit Promo für halt eben, hatten wir schon beim letzten Mal drüber gesprochen, 40 Jahre Modern Talking. Ich meine, da ist wirklich ganz, ganz viel. Ich glaube, ich habe bis dato, will es nicht lügen, aber mit Sicherheit liege ich bei knapp 20 Interviews plus diversen Fernsehsendungen. Und um es direkt jetzt, also nach dem 14. Zu sagen, dann habe ich noch eine Präsenz bei der Bild. Und die Woche drauf bin ich bei Giovanni Zarella in der Show mit der Aufzeichnung. Und ja, dann haben wir ganz schnell März. Also ich finde, irgendwie der Februar ist ja eigentlich nur so 2 Tage kürzer normal als die anderen Monate. Ich habe immer das Gefühl, es ist eine Woche kürzer. Ich weiß gar nicht, wie ich dazu komme. Aber der Februar, der geht so schnell vorbei. Naja, und dann ist halt eben Vollstoff-Promo angesagt für The First Album, 40 Jahre Modern Talking, meine Hommage. Und
das geht auch die nächsten Wochen so weiter und ich bin dann halt eben auch noch mal ein bisschen on Tour, das ist aber erst Ende März, Anfang April. Und dann geht's einfach so weiter. In der Zwischenzeit werden wir noch ein paar Mal gesprochen haben, mein lieber Herr Kunze. Ja, und es gibt ja für dieses sensationelle Event zur Veröffentlichung des 40 Jahre Modern Talking Albums, es sind ja im Prinzip mehrere Alben, gibt's ja in Berlin diese große Veranstaltung, da gibt's auch noch Tickets über thomas-anders.com, da findet ihr alle Infos dazu. Ja, das ist ja in diesem Zoopalast. Genau. Ja, der legendäre Zoopalast. Der legendäre Zoopalast, und ich freue mich auch drauf. Ich glaube, das wird interessant. Wie gesagt, Kai Böcking, haben wir, glaube ich, auch schon drüber gesprochen, wird moderieren. Es gibt halt eben eine Diskussionsrunde. Ich werde halt eben ein paar Songs singen. Man wird sehen, wie das Ganze kreiert wurde. Die ganze KI, also das ist jetzt zum allerersten Mal, dass in Deutschland ein Künstler sich die KI so nimmt und so faszinierend umsetzt. Das werden wir sagen, es ist Dolby Atmos. Viele fragen, mein Gott, Dolby Atmos. Doch, es ist schon etwas ganz, ganz Großartiges. Weil wenn ich irgendwo, keine Ahnung, auch im Auto sitze oder zu Hause meine normale Hi-Fi-Anlage habe oder was ich, man hört wirklich die Sounds aus verschiedenen Richtungen kommen. Und das macht einfach Spaß, es zu hören. Man sitzt irgendwie wie mittendrin. Das ist wirklich unfassbar, dass ich dieses Klangerlebnis hatte. Das ist, man kennt das ja aus dem Kino, wo man das immer bei manchen Filmen, wo man das erlebt. Jetzt gibt's das eben auch als Musik. So wurde das Album aufgenommen. Ne? Das ist ein ganz, ganz krasses, intensives Hörerlebnis, kann man sagen. Also das, ja, und ich finde, Modern Talking, also wenn man die 40 Jahre zurücknimmt, die Songs sind ja die gleichen geblieben, aber man hat sie in diesem ganz modernen Sound. Und dann kommen plötzlich bei You're My Heart, You're My Soul, kommen plötzlich diese Keyboards, schweben von hinten an und du hörst die um dich rum und die Chöre und sowas, das ist schon sehr, sehr interessant. Also ich muss Folgendes sagen, hier im Hotel, als ich auf den Malediven war, da war es tatsächlich so, dass jeden Mittag irgendwo oder jeden Abend irgendwie Songs von Modern Talking liefen. Und das ist für mich wieder so der Punkt, wo ich denke, mein Gott, das ist unfassbar, wo ich mich immer wieder zwicken muss. Und ich würde sagen, jetzt bis auf den Hoteldirektor und vielleicht so 2, 3 andere Angestellte wissen nicht, dass ich hier auf diesem Atoll in dem Hotel bin. Ja. Aber es gehört einfach zum Repertoire und das Tausende von Kilometer weit weg von Deutschland. Ja, also was du da geschaffen hast, dass du da wir beide, dieser Teil von die, ja, ihr beide, ich nicht. Nein, ja. Ich nicht. Danke, dass du aufklärst. Das, was letztendlich Modern Talking, also was da passiert, das ist einfach, ja, man kann das gar nicht fassen und ich kann da auch immer nur den Kopf schütteln, wenn ich dann manchmal so deine Geschichten höre oder wenn ich sehe, wo das überall läuft und wie das auch gestreamt wird in aller Welt, das ist schon immer wieder irre. Und also du hast ja viel zu tun, dann hast du noch viele Auftritte. Ich habe jetzt letztens, wir haben auch wieder einige Mails bekommen von euch. Wir hätten ja schon lange keine Hörerfragen mehr beantwortet. Das machen wir auch wieder. Ne? Deshalb will ich jetzt nicht eine einzelne heute vorlesen und vortragen, sondern das machen wir dann wieder gesammelt. Und ihr könnt ja weiterhin einfach schreiben an podcast@modern-talking.com. Nee, Quatsch. Das war's doch gar nicht, Modern Talking. thomasanders.com, oder? Oder geht die andere auch? Ich habe die falsche Homepage gesagt. Soweit ist es schon von lauter Modern Talking. Also, podcast@thomas-anders.com. Ja, da bitte die Fragen hin, ja, und dann gibt's bei Veröffentlichung auch die Podcast-Tasse. Und weil ich jetzt schon öfter gefragt worden bin, ja, was ist denn, wenn wir mehrere Fragen stellen oder mal wieder eine Frage? Nein, es gibt nicht mehrere Podcast-Tassen. Ne, es gibt einmal eine Podcast-Tasse, es sei denn, sie geht kaputt oder so. Ne, dann können wir ja mal kann man sie kleben. Kann man sie kleben. Es gibt Porzellankleber. Genau, kriegt er von uns Porzellankleber geschickt. Ist auch also schön. Wer eine Frage stellt und der hatte eine Podcast-Tasse und die ist kaputt gegangen, der soll bitte schon ein Foto davon schicken, dass sie auch kaputt ist. Ja. Herrlich, herrlich.
Okay, ja, das war doch wieder sehr interessant. Dann wünschen wir euch noch einen schönen Valentinstag und überlegt strategisch gut, wen ihr wählt bei der Bundestagswahl, denn die Parteienvielfalt muss erhalten bleiben und vor allen Dingen muss diese Regierung auch endlich handlungsfähig werden und das im Sinne von uns Bürgern und nicht an den Bürgern vorbei. Also das einfach mal so im Hintergrund. Eins muss ich noch sagen. Und zwar, was oft, wenn ich immer jetzt in der Vergangenheit gehört habe, ja, wir können das nicht machen, weil wir die andere Gesetzgebung haben. Da muss ich an die Politiker appellieren und sagen, liebe Leute, die Gesetze sind für die Menschen gemacht und nicht die Menschen für die Gesetze. Das haben schon andere Menschen, sehr kluge Menschen gesagt. Also darum geht es. Also mich wirklich stoisch an ein Gesetz halten, wo man weiß, eigentlich ist das scheiße. Dann bin ich als Politiker auch scheiße, wenn ich nicht merke, dass ich es umändern soll. Genau, und vor allen Dingen Volksvertreter, ne? Ihr seid Arbeiter fürs Volk, ihr arbeitet für uns und nicht für die eigene Tasche und für die eigene Ideologie, sondern für uns. So. Und der Künstler ist auch für uns da. Ja, wir wollen unterhalten werden von Thomas Anders. Du fängst ja auch nicht an, auf der Bühne irgendwie, was weiß ich, deine Ideologie hier durchzuziehen oder keine Ahnung, sondern du gibst uns das, was wir wollen. Ja, Thomas Anders mit seiner Stimme, mit seinem Sound und ja, man will es ja verlässlich haben. Verlässlichkeit, das sind wir wieder beim Thema. Hör mal, Kunze, jetzt hast du fast was ganz kurz vor Rase, ne? Ah ja, mir fehlt es so ein bisschen, diese Verlässlichkeit. Wir Menschen sind doch auch so. So, aber bevor wir uns jetzt hier wieder komplett hier festquatschen, wir sind ja eigentlich jetzt schon so gut wie durch, oder? Deshalb bist du derjenige, wie immer, die letzten Worte von Thomas Anders. Und ich freue mich schon, demnächst die Zitate von dir zur Bundestagswahl in den Zeitschriften und Internetportalen zu lesen. Ich habe ein breites Rücken, breites Kreuz und alles gut. Nein, ich hoffe, ihr habt euch gut unterhalten gefühlt. Das war ein bisschen ja heftiger zum Teil, aber das sind so meine Ansichten, die man natürlich nur ankratzen kann, die ich eben, wenn jemand will, auch mal gerne persönlich sagen kann. Aber ich glaube, es ist doch im Sinne von Deutschland, dass wir was Gutes wollen und am Ende des Tages leben wir immer noch in einem sehr, sehr tollen Land. Also deshalb fühlt euch gedrückt, habt heute einen schönen Valentinstag und ein tolles Wochenende. Ich freue mich aufs nächste Mal und alles Liebe. Modern Talking. Einfach anders. Die Story eines Superstars. Der Podcast mit Thomas Anders.